Hallo liebe Aquarellfreunde, hier ist wieder die Aquarellwerkstatt. Heute will ich euch anhand dieser kleinen Stadtszene zeigen, wie man Formen miteinander verbindet und Schichten übereinander legt, um das Leuchten ins Aquarell zu bringen. Die Bleistiftskizze habe ich hier schon fertig und beginne jetzt mit lichtem Ocker, um die Konturen der Autos und Menschen herumzumalen. Der zweite Farbauftrag wird ein dunkler sein und deshalb setze ich jetzt die hellen Tonwerte mit verschiedenen Farben gegeneinander. Da ist jetzt lichter Ocker dabei, ein Cadmiumrot und nachher kommt noch ein bisschen kühles Rot dazu. Das Bild wird ja wieder in zwei Schichten aufgebaut. Das heißt, jetzt hier bei der ersten Schicht kommt im Prinzip eine Grundierung über das Bild, die dann später fast vollständig komplett überarbeitet wird. Nur an manchen Stellen, da bleibt der erste Farbauftrag stehen. Zum Beispiel jetzt hier bei den Markisen. Deswegen werden die kräftig mit Rot schon im ersten Farbauftrag bemalt. Die hellen Stellen auf den Autodächern lasse ich stehen und male dann die Autos mit Kobaltblau und viel Wasser. Das Malbrett steht wie immer bei mir leicht schräg und ihr könnt hier schön sehen, dass ich mit so viel Wasser arbeite, dass sich am unteren Rand immer ein Wassertropfen ansammelt. Das ist wichtig, damit sich die Pigmente gut miteinander verbinden und sich das Bild quasi selbst malt. Die hellsten Tonwerte finden sich auf der Straße. Dort möchte ich nachher die größte Helligkeit im Bild haben. Deswegen arbeite ich hier mit besonders viel Wasser und nehme erst zum vorderen Rand hin wieder Pigment auf, Cadmiumrot, Sienna gebrannt und ganz zum Schluss ein bisschen Ultramarin dazu. Eine mutige Lasur mit cremigem Rot gibt es noch für die Markisen und in Blau für die Autos. Nichts anmalen, großzügig in den Pinselbewegungen bleiben. Das Bild ist jetzt komplett durchgetrocknet und ich starte mit dem zweiten Farbauftrag. Die Tonwertstufen 4 bis 6 werden jetzt abgemischt. Das heißt, die Farbe ist grundsätzlich dicker, aber immer noch flüssig. Dadurch werden die Farbaufträge kräftiger. Die Markisen lasse ich vom ersten Farbauftrag stehen und male darum herum. Jetzt zahlt sich mein mutiges Rot von vorhin aus. Auch um die Autos und die Figur im Vordergrund male ich herum. Dabei wird der Farbton von Sienna gebrannt zu Neutraltinte und ein bisschen Ultramarin abgewandelt. Nach oben hin nehme ich jetzt ein bisschen weniger Wasser, weil ich möchte, dass der Farbauftrag dünner wird, nach oben hin luftiger, und der erste Farbauftrag, der darunter liegt, soll gerne noch ein wenig durchscheinen können. Auch hier variiere ich die Farbtemperatur von warm nach kalt. Die Autos male ich mit Ultramarin und ihr seht, dass immer ziemlich viel Wasser dabei ist. Zwei Menschen werden hier nur angedeutet. Diese kleinen Schatten sind enorm wichtig. Sie verbinden die einzelnen Formen im Bild miteinander. Auch unter den Autos
findet sich immer ein großer, dunkler Schatten. Jetzt der Kopf für meine Hauptperson. Die beiden Nebenschauspieler links will ich nur andeuten. Für die Jacke nehme ich eine kräftige Farbe, das ist Cobalt Türkis Light. Ziemlich spektakulärer Farbton, der sonst im Bild auch noch nicht vorkam. Ich möchte die Figur im Vordergrund nicht zu konkret haben, deshalb dürfen die Farben wieder mit viel Wasser ineinander verlaufen. Auf der Straße gibt es noch einen großen Schatten. Dieser rahmt das Bild ganz gut ein und hält das Motiv zusammen und sorgt eben wieder für die Verbindung der einzelnen Bildelemente, so wie vorhin schon die kleineren Schatten. Gleiche Geschichte mit den perspektivischen Linien, die ich jetzt hier mit viel Schwung noch versuche einzufügen. Hier arbeite ich die Markisen noch ein wenig aus, mit der Schattenkante und den kleinen Details auf der Oberfläche. So, Kaffeepause. Einmal wieder komplett durchtrocknen, bevor es an die Details geht. Nun kommen noch die Spielereien, die Möblierung meiner kleinen Straßenszene. Ich habe hier links eine kleine Laterne geplant. Für die Laterne nehme ich an 3 Stellen wieder Farbe aus dem Papier raus. Die entstandenen Flecken gestalte ich dann mit Lavendelblau und mit Neutraltinte und einem sehr dünnen Pinsel werden dann zeichnerisch die Details der Laternen noch eingefügt. Gegenlichtreflexe mit Titanweiß definieren die Form jeder Laternen und dort der beiden Personen links. Jeweils ein kleiner Klecks auf den Kopf und auf die Schultern sorgen dafür, dass die Personen aus dem Hintergrund hervortreten. Jetzt kommen noch ein paar weitere spielerische Details, eine Ampel, ein paar Schilder. Das alles sorgt dafür, dass die kleine Szenerie noch ein bisschen aufgelockert wird und einige städtische Elemente bekommt. Mir macht dieser Schritt immer sehr viel Spaß und man kann das Bild damit noch ein bisschen zu Ende komponieren. Hier ein Fleck, dort ein vertikaler Strich. Zum Beispiel auch diese Autolichter direkt mit Cadmiumrot aus der Tube, schön deckend aufgebracht. So, jetzt braucht meine Figur im Vordergrund noch einen zweiten Farbauftrag. Die ist noch ein wenig zu blass. Hier greife ich wieder zu Cobalt Türkis Light. Ihr seht, es ist viel Wasser dabei. Ein geringeltes T-Shirt muss hier in Norddeutschland einfach sein. Und mit dem Kobaltblau verbinde ich die Figur wieder mit viel Wasser mit dem Schatten im Vordergrund.
Da muss noch etwas Helles hin. Das wird ein kleines Parkenschild. Kannst du auch wegschneiden. Ja, ich wollte die noch dicker machen, dann dachte ich, nee, ich lasse die so. So verwaschen, wie die sind die gerade richtig. Ich bin auch ganz schön stolz auf das Bild. So, jetzt. So, das war's für heute. Wenn dir mein Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben oder schreibe mir einen Kommentar. Wenn du mehr Videos sehen möchtest, kannst du meinen Kanal auch abonnieren. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren.